Die PDR-Symptome können sich so richtig furchtbar, gruselig und bedrohlich anfühlen. Aber vielleicht sind diese Symptome in Wirklichkeit gar nicht so gruselig und bedrohlich, wie wir sie in dem Moment empfinden. Ich bin der Meinung, dass ein ganz, ganz großer Grund ist, warum wir das Ganze so schlimm empfinden, dass wir uns diese Symptome einfach nicht erklären können. Wenn ich mir zum Beispiel den Fuß irgendwo anstoße, dann habe ich auch ein ziemlich krasses Symptom. Aber ich empfinde es nicht als bedrohlich, weil ich ganz, ganz genau weiß, was das verursacht hat und dass ich mir halt einfach gerade an der Kante den Fuß gestoßen habe. Ja, was anderes ist es aber eben bei den DPDR-Symptomen. Die können wir uns nicht erklären. Sehr, sehr viele Menschen, wenn sie sich was nicht erklären können, gehen dann automatisch vom Worst-Case-Szenario aus. Und dann kann es richtig gruselig werden. Und genau das habe ich nämlich während meiner DPDR-Zeit gemacht. Ich hatte unter anderem ganz, ganz extreme Sehstörungen. Ich habe einfach meine komplette Umwelt als ganz fremdartig wahrgenommen. Alles war auf jeden Fall zu 100% anders, aber ich habe es gar nicht so genau erklären können. Es hat sich so angefühlt, wie wenn auf einmal super, super viele visuelle Reize da sind, die ich gar nicht alle aufnehmen kann. Alles war irgendwie viel zu viel. Vor allem, wenn ich zum Beispiel im Supermarkt war oder auch wenn ich im Wald war oder an irgendwelchen Orten, wo es viele visuelle Reize gegeben hat. Mir kam es auch teilweise so vor, als ob meine Augen nicht so wirklich fokussieren könnten mehr. So als ob es irgendwie ein Problem im Zusammenspiel von beiden Augen geben würde. Außerdem kam mir alles mehr so 2D vor. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar, wie wenn man im Kino in der ersten Reihe ganz vorne sitzt. Also es ist wirklich, wirklich schwer, da irgendwie einen Vergleich zu finden und das irgendwie in Worte zu fassen. Und ja, so ein bisschen auch, als ob man alles in einem Traum wahrnimmt. Und dazu kam dann noch eine ganz, ganz, ganz extreme Lichtempfindlichkeit. Und ich war wirklich nie lichtempfindlich. Ich bin überhaupt gar kein Sonnenbrillenträger. Aber ich habe mir zuerst mal ganz viele Sonnenbrillen zugelegt, weil ich einfach überhaupt gar nicht mehr klargekommen bin. Ich bin teilweise den ganzen Tag mit einer Sonnenbrille rumgelaufen, sogar in der Wohnung drin dann. Und vor allem künstliches Licht war ganz, ganz, ganz extrem. Das Licht in der Dämmerung, warum auch immer, war ein Problem. Ich habe teilweise das Licht von meinem Handy so niedrig wie nur möglich gestellt und selbst das war mir noch zu hell. Und es war einfach nur absolut verrückt. Und was habe ich natürlich getan? Klar, ich bin als erstes zum Augenarzt gegangen. Und der Augenarzt, der hat mich durchgecheckt und meinte danach, dass alles super wäre und dass meine Sehkraft hervorragend wäre. Und ich war fast ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich gehofft hatte, dass er vielleicht irgendeine Ursache findet, die man dann vielleicht medikamentös oder so behandeln könnte. Ja, na gut, aber meine Sehstörungen waren ja immer noch da. Ich war in der Augenarztklinik, die haben nochmal genauer nachgucken können. Die haben das bestätigt. Das Ganze hat mich auch nicht weitergebracht. Also habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es was Neurologisches. Ich war dann bei 2 verschiedenen Neurologen, die beide meinten, es ist alles in Ordnung. Ich habe dann sogar noch ein MRT-Bild vom Kopf bekommen und auch da hieß es ist alles gut, nichts wurde gefunden. Ja, und eigentlich ist das ja super gut. Ich meine, was will man mehr? Es gibt keine körperliche Ursache, aber mir ging es trotzdem furchtbar. Es war einfach furchtbar, diese krassen, krassen Symptome zu haben und nicht zu wissen, was dahinter steckt. Man muss dazu sagen, ich wusste damals auch noch nicht, dass ich unter DPDR leide. Hatte ich auch noch nie was davon gehört. Ja,
Dann, was habe ich logischerweise gedacht? Immerhin war meine Sicht, alles war immer noch zu 100% verändert und ich habe teilweise mich kaum mehr getraut, das Haus zu verlassen, weil alles so krass anders war. Ich bin dann davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich irgendeine seltene Erkrankung habe, die vielleicht noch nicht erforscht wurde oder so. Und das Ganze war natürlich die Hölle in dem Moment. Ja, heute weiß ich, warum meine Symptome so waren, wie sie waren und auch so krass waren. Und hätte ich das damals gewusst, dann hätte ich mir wirklich einiges ersparen können. Und die Ärzte hatten auch total recht. Mit mir war körperlich alles total in Ordnung. Aber durch die DPDR war eben mein Gehirn, das habe ich im letzten Video nochmal genauer erklärt, die ganze Zeit in einem Alarmmodus, obwohl überhaupt gar keine Gefahr da war. Das ist eben bei der DPDR so, dass man eben in diesem Zustand, obwohl die eigentliche Gefahr längst vorbei ist, trotzdem hängen geblieben ist. Ja, das heißt, mein Gehirn war trotzdem dauerhaft in diesem sogenannten Fight-or-Flight-Mode. Und dadurch ist dann der visuelle Kortex auch dauerhaft auf der Suche nach irgendwas gewesen. Also es ist quasi so, dass die Amygdala überhaupt nicht weiß, worauf sie die Angst richten soll. Und dann kann es eben passieren, dass die Umgebung oder vielleicht sogar die eigene Wohnung plötzlich total fremdartig wirkt. Außerdem ist man ja, wie gesagt, in diesem Alarmzustand und es könnte überall Gefahren lauern. Und deswegen achtet man auf alles viel, viel, viel mehr. Man ist quasi extrem sensibel auf alle möglichen Reize und deswegen kommt es einem dann auch so vor, als ob alles zu viel ist. Als unsere Vorfahren damals zum Beispiel in irgendwelchen Höhlen oder Wäldern gelebt haben, mussten die auch extrem vorsichtig sein. Jede kleinste Bewegung irgendwo in ihrem Sichtfeld hätte eine potenzielle Gefahr sein können. Und der ängstliche Körper reagiert darauf unter anderem eben auch, indem die Pupillen in diesem Alarmzustand weiter geöffnet sind, wodurch natürlich dann mehr Licht reinkommt und man viel, viel lichtempfindlicher wird. Aber die gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass körperlich alles in Ordnung war und das Ganze nur auf die Angst durch die DPDR bzw. Auf den Alarmzustand, den die DPDR mit sich bringt, zurückzuführen ist. Und logischerweise dann auch, wenn dieser Alarmzustand wieder abnimmt, das Ganze verschwindet. Und genauso war es bei mir auch. Ich sehe wieder alles zu 100% normal. Ich kann in die Sonne gehen. Es ist alles wieder genauso wie vorher. Ganz wichtig, ich rede natürlich nur über meine eigene Erfahrung. Ich bin auch kein Arzt. Das heißt, wenn ihr irgendwelche körperlichen Symptome habt, dann lasst die unbedingt natürlich auch körperlich abchecken. Also, lasst euch auf jeden Fall ärztlich durchchecken und wenn da dann nichts gefunden wird, dann freut euch. Und diese Symptome kommen in dem Fall dann einfach nur durch die DPDR, durch den Alarmzustand. Aber das bedeutet auch, dass wenn der Alarmzustand dann wieder abnimmt, dass diese Symptome alle wieder verschwinden und ihr euch deswegen keine Sorgen machen müsst.